Ask the Rabbi. Hallo, mein Name ist Anne Kleinbauer. Vor ein paar Wochen saß ich hier mit meinem Kollegen Thoralf Arndt vom Second Attempt in Görlitz und wir waren über Zoom im Gespräch mit Rabbi Esther Jonas Vertin aus Leipzig und Rabbi Weingarten aus Dresden. Heute möchten wir euch die Talkshow Ask a Rabbi, frag einen Rabbi, was ihr schon immer über jüdisches Leben wissen wolltet, euch aber nie getraut habt zu fragen, vorstellen. Los geht's mit der ersten Runde, wo wir uns erstmal ein bisschen kennengelernt haben und gefragt haben, wie wird man eigentlich Rabbi? Viel Spaß! Ja, okay, dann fange ich mal an. Für mich war der Wunsch, Rabbinerin zu werden, die zweite Karriere sozusagen. Die erste war das Interesse für jüdische Religionswissenschaften. Das war mein erstes Studium, auch mein erster Universitätsabschluss. Und dahin gekommen, dass meine wissenschaftliche Arbeit immer eine Moral von der Geschichte haben musste. Also jedes Mal, wenn ich einen Vortrag gemacht habe oder einen Artikel geschrieben habe, habe ich festgestellt, es ging mir eigentlich nicht nur darum, sozusagen Zahlen, Daten, Fakten zu vermitteln, sondern eben auch so eine was steht dahinter und was wollen wir jetzt damit sozusagen weitertragen, was ist sozusagen der Wert und auch die Moral von der Geschichte. Und dann gab es ein Treffen mit einem ehemaligen Leipziger Juden. Zu der Zeit habe ich Vorträge gehalten zur Geschichte der Juden in Leipzig. Und er brachte mich auf diese Idee. Damals kannte ich noch überhaupt keine Rabbinerin, kannte übrigens auch keinen Rabbiner persönlich. Also insofern war das alles für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und du hättest mich genauso gut fragen können, ob ich mal Chinesisch lernen will. Das war für mich außerhalb meiner Welt. Aber es sollte so sein, dass ich diese Idee immer wieder mal in mein Leben schlich, also dass an bestimmten Punkten immer wieder Menschen in mein Leben traten, die diese Idee mir nahelegten. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Botschaft ist angekommen, wäre jetzt nett, wenn du mir sagen könntest, wie ich das jetzt anstellen soll. Und die Antwort kam bei bei einer interreligiösen Konferenz, zu der ich dann war und wo mir der Direktor der Rabbinatsschule doch auch sagte, ja, ich denke, du wärst geeignet, bewerb dich doch. Und dann habe ich mich beworben und wurde auch angenommen, landete dann erstmal am Hebrew Union College in Jerusalem und habe dort ein Jahr verbracht und habe dann aber entschlossen gewechselt zur Ziegler School in Los Angeles und habe dort auch dann nach 5 Jahren Studium, das war wohl das härteste Studium, was ich mir jemals hätte vorstellen können, absolviert und wurde dann noch ordiniert in Los Angeles in 2017, also ist noch nicht so wahnsinnig lange her, und bin dann zurück nach Leipzig. Aber ja, so wird man Rabbinerin. Was bedeutet Rabbi zu sein? Ich habe übrigens meine Bachelorarbeit auf diese Themen geschrieben. In Vergangenheit, also wir haben schon in tannitische Zeiten haben wir diese richtige Ordination von Rabbiner, wie das weiter geliefert worden ist, von Rabbiner zur Schule. Und irgendwann wurde das unterbrochen und dann haben wir eine Geschichte noch einmal, wo das versucht worden ist, nochmal neu zu machen. Und was wir heute als Ordination haben, ist einfach so ein Empfehlungsbrief, was Rabbiner ihren Schülern geben, zu sagen, jetzt, seit jetzt haben sie schon genug gelernt und jetzt können sie als Rabbiner arbeiten. Wenn wir in osteuropäische vor der Shoah-Zeiten Yeshivot schauen, dort, wenn jemand eine Ordination haben wollte, bedeutet das, dass er nicht mehr in die Yeshiva Tora lernen wollte, nur arbeiten. Und das haben sie auch als ziemlich negativ gesehen. Ja, jetzt willst du einfach Geld machen. Aber dann hat man einen Brief bekommen, und zwar eine Art von Ordination. Und jetzt kannst du in Gemeinden gehen und Städte gehen und so in Dörfern und sagen, jetzt möchte ich als Rabbiner arbeiten. Für mich persönlich war dieser Weg ein bisschen anders. Ich bin in eine ultraorthodoxe Gemeinschaft aufgewachsen.
Und wir haben in die Yeshiva, unsere Yeshiva war schon gezielt in diese Richtung von diesem Rabbinertitel, heißt Yore Yore. Und ich wurde schon mit 17 als Rabbiner ordiniert, obwohl diese Titel war nicht als Beruf oder etwas, was man damit machen muss oder soll oder kann. Das war einfach so jetzt hast du das gelernt, jetzt hast du das abgeschlossen und Prüfung und alles und jetzt bist du so Yore Yore Titel. Ich habe später in Israel 2 weitere Arten von Ordination bekommen. Und ich habe aber nicht immer als Rabbiner gearbeitet. Ich habe zum Beispiel in Israel in einige Yeshivot als Rabbiner gearbeitet. Ich habe in Polen als Rabbiner in einer Gemeinde gearbeitet. Aber richtig als Gemeinderabbiner habe ich erst hier in Deutschland angefangen zu arbeiten. Und das ist auch unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel sehr berühmte Rabbiner bei den Orthodoxen, bei den Ultraorthodoxen in Israel, in New York, die überhaupt nicht ordiniert worden sind, aber die sind die berühmtesten Rabbiner und die ordinieren auch andere Rabbiner. Und das heißt, Rabbiner heißt dort einfach jemanden, der viel Torah gelernt hat und ein sehr gelernter Mensch ist. Hier in Deutschland haben wir natürlich einen Beruf davor, das ist sehr ordentlich und man muss sich bewerben und man kriegt ein Gehalt. Muss einen Nebenjob haben oder irgendwas anderes machen. Ich finde aber diese Themen sehr spannend und das kann man auch sehen, Unterschiede zwischen Gruppen. Bei den Liberalen, bei den konservativen Juden ist der gesamte Prozess von Ordination, von Studieren, wie Rabbinerin Jonas Mertig gerade gesagt hat. Man geht zu einer Schule, man studiert, man kriegt einen Abschluss, man kommt zurück, dann hat man einen Rabbinertitel. Wie wird ein Rabbiner? Das hängt von den Leuten ab. Das heißt, wenn die man kann natürlich einen Rabbinertitel haben wie Doktor, wenn man alles studiert hat und einen Abschluss gemacht hat und von jemandem ordiniert worden ist. Aber auf jeden Fall muss ein Rabbiner gelehrt sein. Das heißt, das bedeutet, wenn jemand als Rabbiner arbeitet, dass der oder die irgendwo studiert hat, gelernt hat, bei anderen Rabbinern, bei anderen Rabbinerinnen. Und dann am Ende haben andere Menschen gesagt, diejenigen ist Rabbiner oder Rabbinerin. Also ganz einfach, man muss alles können. Also man muss wirklich, also von Fundraising zum Alleinunterhalter, zum Psychologen, zum Therapeuten, Arzt, also man muss sozusagen sämtliche Berufe sozusagen können in einem als Job Description sozusagen. Ich würde nur zugeben, dass wenn jemand als Gemeinderabbiner arbeiten möchte, muss man auch bereit sein, viel Zeit sich mit Politik zu beschäftigen. Aber natürlich muss man gelernt sein, man muss Zeit für Menschen haben, Seelsorge und alles, was das ist schon eine harte Arbeit, auch wenn man nur als Rabbiner arbeitet ohne Gemeinde. Immer wenn wir in eine Situation kommen, eine Sitzung, ein Treffen, kommen immer Fragen, wir kriegen alle E-Mails von überall auf der Welt, Beratungen für Filme und für Umziehen und neue Jobs und also es gibt kein Feld, was wir nicht gefragt werden.